Heute schauen wir uns ein sehr wichtiges Thema im Deutschen an. Und zwar Präfixverben. Wann sind sie trennbar? Wann untrennbar? Was macht das mit der Wortstellung? Ist die Aussprache anders? Und so viel mehr mit Beispielen. Los geht's! Zuerst einmal trennbare Präfixe. Diese Präfixe kannst du vom Verb trennen, wenn das Verb konjugiert wird. Ein typisches Beispiel ist aufmachen. Im Präsens sagen wir, ich mache die Tür auf. Das Präfix auf steht hier am Ende des Satzes. Wenn es aber am Ende eines Nebensatzes ist, dann kommen die Teile wieder zusammen. Sie will, dass ich die Tür aufmache. Auch mit Modalverben kommen die Teile wieder zusammen. Ich muss die Tür aufmachen. Im Perfekt kommt ge zwischen das Präfix und den Stamm. Ich habe die Tür aufgemacht. Das ist das Muster und hier sind die wichtigsten trennbaren Präfixe. Ab, wie bei abarbeiten. Ich arbeite meine Aufgabenliste ab, bevor ich Feierabend mache. An, wie bei sich anfreunden. Ich habe mich schnell mit meinen neuen Kolleginnen angefreundet. Auf, wie bei aufmachen. Dieses hatten wir schon. Ich muss die Tür aufmachen. Aus, wie bei ausgehen. Wir gehen heute Abend mit Freunden aus. Bei, wie bei beisteuern. Jeder steuert etwas zum Buffet bei. Ein, wie bei einladen. Ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein. Los, wie bei losrennen. Die Kinder rennen sofort los, wenn der Unterricht vorbei ist. Mit, wie bei mitmachen. Ich mache beim Sportkurs mit, wenn ich Zeit habe. Nach, wie bei nachmachen. Versuch nicht, alles einfach nachzumachen, sondern mache es auf deine eigene Weise. Her, wie bei herkommen. Komm mal bitte her, ich muss dir etwas zeigen. Vor, wie bei vornehmen. Ich nehme mir jedes Jahr vor, mehr Sport zu machen. Wieder, wie bei wiederkommen. Nächste Woche komme ich wieder. Weg, wie bei wegfliegen. Der Schmetterling fliegt immer weg, wenn ich in seine Nähe komme. Zu, wie bei zumachen. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Zurück, wie bei zurückbekommen. Ich habe mein Geld endlich zurückbekommen. Diese Präfixe werden manchmal auch Partikel genannt, weil Präfixe eigentlich nicht alleine stehen können. Partikel aber schon. Auch interessant ist, dass die Aussprache anders ist. Bei trennbaren Verben werden die Präfixe bzw. Partikel betont. Und jetzt schauen wir uns die zweite Gruppe an, und zwar die untrennbaren Präfixverben. Hier sieht die Sache ganz anders aus. Ein Beispiel ist entscheiden. Im Präsens verhält sich das Verb wie alle anderen Verben. Also, wir entscheiden das gemeinsam im Team. Aber im Perfekt ist es wichtig zu wissen, dass diese Verben kein G bekommen. Wir haben das gemeinsam entschieden. Diese Präfixe bleiben immer am Verb und man kann sie nicht trennen. Dementsprechend werden sie in der Aussprache nicht betont. Beispiele. Be, wie bei sich befreunden. Wir haben uns befreundet. Emp, wie bei empfinden. Ich empfinde das als sehr respektlos. Ent, wie bei entscheiden. Das hatten wir schon. Wir entscheiden das gemeinsam im Team. Er, wie bei ergattert. Sie hat noch ein Ticket für das Konzert ergattert. Ge, wie bei gehören. Dieses Buch gehört mir nicht. Hinter, wie bei hinterlassen. Er hinterlässt eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Miss, wie bei
missverstehen. Du hast mich völlig missverstanden. Fair, wie bei verstehen. Ich verstehe kein Wort, was er sagt. Zer, wie bei zerschneiden. Er zerschneidet das Papier in kleine Stücke. Und jetzt ein paar, die nur bei Fremdwörtern verwendet werden. De, wie bei dekontaminieren. Nach dem Chemieunfall musste das Gebiet dekontaminiert werden. Dis, wie bei disqualifizieren. Der Läufer wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. In, wie bei infiltrieren. Der Agent hat erfolgreich die Organisation infiltriert. Inter, wie bei interpunktieren. Im Deutschunterricht lernen wir, wie man richtig interpunktiert. Re, wie bei regenerieren. Nach dem Marathon muss sich der Körper erst einmal regenerieren. Die letzten sind nicht so häufig, aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass man diese Präfixe nicht trennen kann. Und jetzt ein kleines Quiz. Ist dieses Verb trennbar oder untrennbar? Tatsächlich gibt es Präfixe bzw. Partikel, die manchmal trennbar und manchmal untrennbar sind. Das hängt vom Bedeutungskontext ab. Hier ein paar Beispiele. Wie bei umziehen und umarmen. Ich ziehe nächsten Monat nach München um. Er umarmt seine Mutter zum Abschied. Durch, wie bei durchlesen oder durchschauen. Lies dir den Text bitte gründlich durch. Ich durchschaue seine Ausreden sofort. Unter, wie bei untergehen und unterstützen. Die Sonne geht um 8 Uhr unter. Wir unterstützen euch bei eurem Projekt. Über, wie bei überkochen und überreden. Die Milch kocht gleich über. Pass auf. Er überredet sie, doch mitzukommen. Wieder, wie bei widerspiegeln und widerstehen. Die Zahlen spiegeln den aktuellen Trend wider. Ich widerstehe die Versuchung nur mit Mühe. Hier ist der Trick. Wenn das Präfix das Verb räumlich oder wörtlich beeinflusst, dann ist es meistens trennbar. Überkochen, untergehen, umziehen. Wenn es eher eine abstrakte oder metaphorische Bedeutung hat, dann ist es oft untrennbar. Ein lustiges Verb ist, wenn man es untrennbar benutzt, also umfahren, bedeutet es um etwas herumfahren, also ausweichen. Ich umfahre das Hindernis. Ich weiche aus. Ich fahre drum herum. Auch ein typisches Beispiel. Ich umfahre die Innenstadt, weil dort so viel Verkehr ist. Wenn man es trennbar benutzt, also umfahren, bedeutet es genau das Gegenteil. Etwas anfahren oder umstoßen. Also jemanden oder etwas treffen. Ich fahre das Hindernis um. Ich stoße dagegen oder fahre es an. Hier hört man auch gut den Unterschied in der Betonung. Umfahren, Betonung auf fahren, ist untrennbar und bedeutet herumfahren. Umfahren, Betonung auf ist trennbar und bedeutet anfahren. Okay, das war's für heute. Wenn du dir das Thema in Ruhe anschauen willst, dann findest du in der Beschreibung einen Link zu meiner Tabelle mit allen Präfixen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch dieses Video gefallen. Das passt perfekt dazu. Bis dann und viel Spaß beim Deutschlernen. Tschüss!